Moin Moin und herzlich willkommen zum TWS. In den folgenden Minuten geht's mal wieder um Dachziegel und Dachschindeln. Zwar habe ich dazu schon ein ausführliches Video mit 4 Tutorial-Beispielen gebracht, aber kürzlich stieß ich in einer Facebook-Gruppe auf ein ziemlich interessantes Posting. Ein Hartschaumblock wurde dort an einer Seite angesägt und dann per Heißdrahtschneider in dünne Streifen geschnitten. Können Dachziegelstreifen etwa so einfach zu basteln sein? Natürlich habe ich es direkt ausprobiert und musste erstmal feststellen, dass das mit dem Sägen eine ziemliche Sauerei ist. Auch die später zugeschnittenen Streifen überzeugten mich nicht wirklich, da mir die sichtbaren Fugen zwischen den Dachziegeln fehlten. Daher habe ich die grundsätzliche Idee etwas abgewandelt und erweitert. Alles, was ihr nun zum Nachbasteln neben einem Heißdrahtschneider braucht, sind eine Drahtbürste und ein Hartschaumblock. Der sollte übrigens ein paar Zentimeter breiter als euer geplantes Dach sein. Also zum Beispiel 14 cm, wenn euer Dach 10 cm breit werden soll. Schneidet zunächst rundherum eventuelle Beschichtungen ab und markiert dann auf der Oberseite entlang der Kante eine parallele Hilfslinie in ca. 1 cm Abstand. Sollen eure Dachziegel länger oder kürzer sein, ändert das Maß einfach. Markiert dann an der Außenkante die Fugen eurer geplanten Ziegel. Ich nehme hier 6 mm als Abstand, aber natürlich geht's auch schmaler oder breiter. Oder auch unregelmäßig und freihand, das zeige ich euch in ein paar Minuten. Reduziert die Temperatur eures Heißdrahtschneiders auf etwa Stufe 2, um nun möglichst fein in die markierten Stellen und bis zur Hilfslinie einzuschneiden. Benutzt dabei eine Führungsschiene, um exakt senkrecht und gerade zu schneiden. Stellt danach eine Schnittbreite von etwa 1,5 cm ein, bzw. 0,5 cm mehr als der Abstand der vorhin eingezeichneten Hilfslinie. Schneidet den großen Hartschaumblock entsprechend ab, um den eigentlichen Dachziegelblock zu erhalten. Jetzt geht es darum, die unteren Dachziegelkanten noch etwas unregelmäßig zu machen, also den Effekt der Säge nachzuahmen. Dazu bewegt ihr den Dachziegelblock einfach freihand durch den Draht eures Heißdrahtschneiders. Freihandschnitte werden ja ohnehin nie gerade und mit zusätzlichen leichten Bewegungen könnt ihr diese Unregelmäßigkeit auch noch verstärken. Schnappt euch danach eure Drahtbürste und streicht damit über die langen, schmalen Seiten mit den Ziegeln, damit diese eine Struktur erhalten. Bürstet senkrecht oder leicht schräg oder wild durcheinander, ganz nach Geschmack. Stellt anschließend die Schnittbreite an eurem Heißdrahtschneider auf ca. 1 bis 2 mm ein, um die strukturierten Seiten als Streifen abzuschneiden. Holt dann wieder eure Drahtbürste und wiederholt das Ganze einige Male, um schon nach nur insgesamt rund 10 Minuten Bastelzeit genügend Dachziegelstreifen für ein ganzes Gebäude parat zu haben. Diese werden dann einfach mit Holzleim und immer etwas versetzt auf euer vorbereitetes Dach aufgeklebt. Nach dem Trocknen werden die Überstände mit einem scharfen Bastelmesser entfernt, um sich um die Bemalung kümmern zu können. Vorher möchte ich euch aber noch eine Variante mit unregelmäßigen Dachziegeln zeigen, die sogar noch schneller zu basteln ist. Wieder habt ihr einen Hartschaumblock mit einer Hilfslinie vorbereitet, doch nun wird ohne Führung, sondern freihand in den Hartschaum eingeschnitten. Variiert hierbei die Abstände, sodass die Dachziegel deutlich unterschiedliche Breiten haben. Danach wieder den Dachziegelbereich vom Hartschaumblock abschneiden und die lange Seite freihand und unregelmäßig abschneiden. Anschließend die Drahtbürste zücken und jede Menge Dachziegelstreifen abschneiden und aufkleben. Nach dem Trocknen wird dann wie gesagt alles ganz nach Wunsch bemalt. Also zum Beispiel mit einer Grundfarbe, einem Wash und 1 bis 2 Farben zum Trockenbürsten. Ich denke, nun sollte kein Tabletop-Gebäude mehr ohne schickes Dach daherkommen müssen, oder? Klar, einzelne Schindeln sehen immer noch einen Tick besser aus, aber in puncto Bastelgeschwindigkeit ist diese Methode so ziemlich unschlagbar. Oder was meint ihr? Schreibt's in die Kommentare, ansonsten sehen wir uns nächsten Freitag. Bis dann!